Und wir singen zusammen die Zuflucht und die Kontemplation der 4 Unermesslichen. Sangyen Chödan Tsogyen Chonam Lan Janjung Padun Dane Kyapsunji Dagin Shinsun Chimpesenamji Jolam Penjia Sangyen Chumpashu Sangyen Chödan Tsogyen Chonam Lan Janjung Padun Dane Kyapsunji Dagi Jinsun Chimpesenamji Jolam Penjia Sangyen Chumpashu Sangyen Chödan Tsogyen Chonam La Janjung Padun Dane Kyapsunji Dagin Jinsun Chimpesenamji Jolam Penjia Sangyen Chumpashu Semchen Tamchen Devadan Deven Yudan Dempa Jujin Dunan Dan Dunan Jin Judan Devan Jujin Dunan Mempen Devadam Padam Devan Jujin Nidin Chandan Nidan Rave Tanon Chempola Nimpan Jujin Semchen Tamchen Devadan Deven Yudan Dempan Jujin Dunan Dan Dunan Jin Judan Devan Jujin Dunan Mempen Devadam Padam Devan Jujin Nidin Chandan Nidan Raven Tanon Chempola Nimpan Jujin Semchen Tamchen Devadan Deven Yudan Dempan Jujin Dunan Dan Dunan Jin Judan Devan Jujin Dunan Mempen Devadam Padam Devan Jujin Nidin Chandan Nidan Raven Tanon Chempola Nimpan Jujin Pendan Savela Madem Ponche Dagin Chivom Pendeden Shunlam Kajin Sempergonen Jesonte Kuson Toging Edrom Zaldosa. Herzlich willkommen zu Kurs Nummer 2 dieser Ausgabe von Mondstrahlen des Mahamudra. Ihr wisst ja, ich werde nicht den Text als solches erklären. Das haben wir schon gemacht in diesen 12 Mondstrahlenkursen, die wir in Titisee und in Lenzkirch abgehalten haben. Diesmal geht es, wie schon das Mal zuvor, geht es um das Meditieren, das heißt die praktische Umsetzung. Und
wir haben in diesem unglaublich schönen Werk von Dagbutashi Namgyal über das Mahamudra haben wir die Grundlagen der gesamten Praxis erklärt bekommen. Und obwohl es so ein großes Werk ist, mit so vielen Seiten, nicht wahr? Hier hat ja schon ein ganz schönes Volumen. Also gut, da ist ein Anhang mit dabei, aber da ist viel Stoff. Obwohl das der Fall ist, hat er darauf verzichten müssen, uns zu erklären, wie man das praktisch umsetzt. Und diese praktische Umsetzung, die versteckt sich hinter den, hinter den Absätzen, hinter den Zeilen, geht Dagbutashi Namgyal davon aus, dass die Lamas, die tibetischen Lamas, die das lesen, dass die schon wissen, wie man das macht. Der 9. Karmapa hat sich darum gekümmert, die praktische Umsetzung etwas mehr zu erklären im Ozean des wahren Sinnes. Aber es gibt so eine Fülle von Hinweisen, was man da tun könnte, dass es mir jetzt ein Anliegen ist, mit euch in den nächsten Jahren das alles mal durchzumeditieren. Und wir haben letztes Jahr begonnen mit der Einführung und mit Kapitel 1. Und in Kapitel 1 ging es um eine umfassende Unterweisung zu Shamatha, Vipassana, wie die beiden als Einheit praktiziert werden und das alles so, wie es für den gesamten Mahayana stimmt. Wir sind auch jetzt noch in dem Teil des Buches, der für den gesamten Mahayana, also das ganze große Fahrzeug, den ganzen nördlichen Buddhismus, so die Grundlagen der Meditation beschreibt. Und wir werden uns jetzt mit Shamatha, also Geistesruhe, und mit Vipassana, Einsichtsmeditation, beschäftigen aus dem Blickwinkel des allgemeinen Mahayana. Später im Buch, aufbauend auf diese Grundlage des Verständnisses des allgemeinen Mahayana, darauf aufbauend werden wir die Besonderheiten des Mahamudra entdecken, wiederentdecken. Wenn wir das Fundament nicht ordentlich gelegt haben, dann wird es schwierig sein mit dem Verständnis der feinen Mahamudra-Nuancen. Denn eigentlich ist Mahamudra nur eine weitere Form der Einheit von Shamatha und Vipassana. Wie wir im Mahamudra im natürlichen Sein verweilen und den Weg der Bodhisattvas gehen, das bereitet die normale Shamatha- und Vipassana-Praxis vor und dann kommt das zusätzliche Element der Mahamudra-Praxis hinzu, wo es vor allen Dingen um das Vertrauen geht, sich so ganz ins natürliche Sein hinein zu öffnen und eigentlich immer weniger Methode anzuwenden. Also wir werden jetzt, gerade auch in diesem Kurs, wo es um Shamatha geht, werden wir relativ viele Ansätze und Methoden kennenlernen. Die werden später mehr und mehr durch Einsichtsmeditation bereichert, bis schlussendlich sowohl die Shamatha-Methoden und die analytischen Formen des Hinschauens, bis die alle sich erübrigen und wir im natürlichen, einfachen Sein können, darin aufgehen können. Und dieses Vertrauen dann haben, dass das eigentlich unsere einzige Praxis ist. Okay, das war so ein Überblick. Also wir beginnen jetzt in diesem Kurs 2 mit Kapitel 2 und da geht es um Shamatha. Wer sich das ausgedruckt hat oder in seinem Computer ein bisschen blättern möchte,
Das beginnt in dem Text, in dem deutschen Text, den ich euch geschickt habe, beginnt das auf Seite 45, das weiß ich noch von heute Morgen. Und im englischen Buch beginnt es auf Seite 47. Und wie schon gesagt, habe ich das ja alles schon mal erklärt und gehe jetzt mit euch bei den Erklärungen immer nur die wichtigsten Punkte durch. Da ist eine Frage. Das ist eine Frage. Offenbar ist dein Bildchen erscheint klein auf den verschiedenen Bildschirmen. Welches Bildchen erscheint klein? Das Bildchen. Offenbar haben sie es auch nur so und nicht du als Sprecher groß. Ja, also da ist eine Frage, ob man mich als Sprecher größer machen will. Ich will gar nicht so viel größer sein. Also wenn ihr mich jetzt hier so in der Hälfte eures Bildlis seht, wäre es gut. Aber natürlich kann Felix, du kannst hingehen und du kannst mich groß stellen, wenn du willst, an der Kamera. Wenn das einige gerne wollen, dann müsstest du jetzt aufstehen und da oben an der Kamera drehen. Nee, ne? Muss nicht sein. Ihr könntet, aber ist mir eigentlich, wisst ihr, ich bin gar nicht so wichtig. Eigentlich gibt die Unterweisung, die Prajnaparamita gibt die Unterweisung und hier seht ihr Gennen Rinpoche, ja? Und eigentlich bin ich nur so ein Kanal. Ich bin nur so eine, wie soll man sagen, eine Mittlerfigur. Und wenn du willst, darfst du mich zwischendurch mal groß stellen, aber tatsächlich ist ein stabiles Bild vielleicht ausreichend. Er fragt, ob man das Bild fixieren könnte. Das Bild? Das können wir ja nicht, oder? Ich weiß nicht, die Frage ist, ich verstehe die Frage nicht. Das ist von Tobias. Von Tobias? Kannst du das Bild bei Tillmann fixieren? Kapiere ich nicht. Ist das unser Tobias Holzleitner, der fragt? Ich sehe das nicht. Wir machen kurz mal eine Pause, ja? Was ist denn da mit dem Bild nicht fix? Das Bild ist doch ganz stabil. Wir sehen doch das Bild hier. Das müsst ihr selbst fixieren. Ihr müsst bei euch in eurem Zoom, müsst ihr oben unter Ansicht auf Sprecheransicht gehen oder auf Pinnen oder Fixieren. Dann habt ihr es groß. Ja, das ist einfach, glaube ich, eine Frage jetzt gewesen von jemandem, der sich mit Zoom noch nicht so auskennt. Ihr könnt bei euch, ja, hat geklappt. Alles klar. Gut. Also gebt euch solche Tipps intern weiter. Schaut mal, dass ihr das mit eucheinander ein bisschen helft, denn natürlich ist das ein Medium, was jetzt noch nicht alle kennen. Also, wenn ihr bei euch oben rechts im Menü auf Sprechermodus klickt oder auf das Bild von Ekayana hier und da sagt Pinnen oder Fixieren, dann habt ihr es auf dem ganzen Bildschirm. Und dann könnt ihr unten in dem Menü noch auf Vollbildmodus gehen und dann dann sitzt ihr mir sozusagen auf dem Schoß. Ne? Dann seid ihr hier bei uns im Wohnzimmer. Okay, das schneiden wir später raus, diese Passage, und jetzt geht es weiter mit dem Unterricht. Okay. Wir sind also im zweiten Kapitel, wo es um Shamatha geht. Shamatha ist ja der Ausdruck für Geistesruhe oder ruhiges Verweilen. Und die Wichtigkeit von ruhigem Verweilen ist ja ziemlich offenkundig. Ein aufgewühlter Geist kann nicht ruhig verweilen. Er kann auch nicht klar sehen, weil er so aufgewühlt ist. Und um klarer zu sehen, um ein stärkeres Gewahrsein zu entwickeln, braucht es eine gewisse Beruhigung des Geistes. Das ermöglicht dann Einsicht.
Da gibt es verschiedene Voraussetzungen. Und wenn wir im Buch schauen, beginnt dieses Kapitel damit, wie wir die Shamatha-Praxis vorbereiten. Und da heißt es, zuerst gib die bereits erklärten Störfaktoren wirklich auf. Und wisst ihr, es gibt eigentlich nur einen Störfaktor. Ihr braucht da gar keine Liste auswendig zu lernen. Der Störfaktor ist immer die Ich-Bezogenheit, also die Ich-Wichtigkeit. Und auf welche Art und Weise wir das aufgeben, naja, wir tun ja sowieso schon unser Bestes, aber wir haben verschiedene Herangehensweisen. Und dass das der größte Störfaktor ist, ist übrigens auch der Grund, warum ich immer mit diesen Gebeten beginne. Es wäre zum Beispiel ein Störfaktor, auch für meine Geistesruhe, wenn ich das Gefühl haben müsste, aus dem Ich heraus diese Unterweisung zu geben. Oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsstet aus dem Ich heraus diese Unterweisung verstehen. Das geht viel leichter, wenn wir uns an die erleuchtete Dimension wenden, Zuflucht nehmen, also uns auf Buddha, Dharma, Sangha ausrichten und darum bitten, dass uns die erwachte Dimension des Geistes ihren Segen schickt, um unser intuitives Verständnis zu öffnen, sodass wir möglichst mit dem Ich, das alles verstehen will oder alles erklären will oder das vielleicht besonders gut rüberkommen möchte, dass diese Ich-Bezogenheit so ausgedünnt wird, durch den Segen weniger relevant wird und ihr euch, genauso wie ich mich auch, zurücklehnen könnt und auf die intuitiven Fähigkeiten vertraut. Intuitiv bedeutet hier nicht emotional intuitiv, sondern noch tiefer, das, was unsere grundlegenden Geistesfähigkeiten sind. Und dafür dient diese Ausrichtung auf Buddha, also aufs Erwachen, auf den Dharma, auf die Natur des Seins und auf Sangha, das sind die wunderbaren Unterstützer und Unterstützerinnen auf dem Weg. Und wenn wir dann noch weitermachen und in unserer inneren Haltung, es geht also darum, die Störfaktoren für Shamatha auszuräumen, wenn wir da noch dann die 4 Unermesslichen mit ins Boot nehmen, als Ausdruck von Bodhicitta, also wenn ich meditiere oder jetzt zuhöre, weil ich von Liebe und Mitgefühl motiviert bin, etwas nicht nur für mich Gutes zu tun, sondern den Dharma, die Erkenntnis, die Geistesruhe zu vertiefen, damit es allen zugutekommt. Na dann ist die Motivation schon so weit weg von Ich-Bezogenheit. Wir sind im Wir angekommen. Wir machen das für alle. Und diese Wir-Motivation, das ist der Beginn von Bodhicitta. Wir wissen noch nicht, wie wir anderen ins Erwachen helfen können, aber wir bereiten uns darauf vor, alles, was wir lernen, tatsächlich für andere einzusetzen. Und als drittes haben wir uns mit dem Segen der Übertragungslinie verbunden. Und das ist für mich bei diesem ganzen Abenteuer des Unterrichtens immer das größte Geschenk, dass wir uns einfach verbinden können. Da ist sowas wie eine Übertragungslinie. Und Gengyal Rinpoche hatte nicht Unrecht, würde ich mal behaupten, wenn er sagt, das ist ein bisschen so wie an Strom angeschlossen zu sein. Wie an so eine, du kannst da andocken und das machst du am besten durch Gebet und bittest diese unbekannten weiblichen und männlichen Gurus, die den Dharma verwirklicht haben, und du bittest sie um den Segen des Verstehens. Tief zu verstehen. Und irgendwie, ich kann es nicht genau erklären, irgendwie passiert das. Und dann ist
dann ist es möglich, sich mit solchen Themen zu befassen und die tatsächlich auch zu praktizieren. Und es gehen immer wieder so kleine innere Lämpchen auf. Immer wieder kommt es dazu, dass du verstehst. Ganz zu deinem eigenen Erstaunen. Und darum geht es mir auch jetzt. Es geht mir nicht darum, dass ihr super gebildete Mahamudra-Studierte werdet. Ach, vielleicht gibt es davon zu wenige auf der Welt, aber die machen auch nicht den großen Unterschied. Den großen Unterschied machen Menschen, die Mahamudra leben, also die mit diesem Geschmack des natürlichen Seins unterwegs sind und voller Vertrauen in die Natur des eigenen Geistes und die dieses Vertrauen ausstrahlen an alle, denen sie begegnen. Und das wünsche ich mir für uns, dass diese Übungen jetzt nicht für euch ein neues Pflichtprogramm sind und dass ihr die nicht abhakt als etwas, was ihr jetzt dann mal euch vornehmt und so und dann habt ihr es gemacht und dann fühlt ihr euch gut, weil ihr sie gemacht habt. Nein, diese Übungen, die wir machen, die dienen alle dafür, dass wir etwas verstehen, dass sich so Aha-Effekte vollziehen und schlussendlich Vertrauen in unseren eigenen Geist finden. Darum geht es. Darum geht es jetzt wieder die ganze Woche, die wir hier miteinander im Retreat sind. Und ich gebe euch eine kleine Zusammenfassung von den Voraussetzungen für die Shamatha-Praxis. Das habe ich ja alles letztes Mal schon erklärt und steht euch ja zur Verfügung. Wenn wir Shamatha praktizieren wollen, dann müssen wir verstehen, was wir da eigentlich tun. Man nennt das, wir müssen die Sicht klären. Das heißt, ich muss verstehen, in welchem Kontext ich eigentlich so übe, worum es eigentlich geht. Und vielleicht ist einer der wesentlichsten Punkte bei der Sicht, dass es in der Geistesruhe nichts zu erzeugen gibt. Geistesruhe ist eine natürliche Qualität unseres Geistes, die sich sofort zeigt, wenn das Greifen weniger wird. Das Greifen wohnt dem Geist nicht inne. Im Erwachen ist es ganz weg. Es ist ein Artefakt. Es ist etwas Künstliches. Wenn unser zwanghaftes Greifen und Anhaften, wenn das weniger wird, dann kommt der Geist zur Ruhe. Das hat mit Klärung der Sicht zu tun, zu wissen, Shamatha ist kein Konstrukt. Ich muss Shamatha, Geistesruhe, nicht erzeugen, sondern sie zeigt sich, wenn ich all das unterlasse, was Shamatha stört. Sie zeigt sich durch Segen. Segen bedeutet, wenn ich nicht mehr so mit dem Ich will und ich will nicht unterwegs bin, sondern mich auf das andere verlasse. Der Segen kommt aus dieser deutlich erfahrbaren Dimension des So-Seins. Aller Segen kommt aus dem Dhammakaya, aller Segen kommt aus dem So-Sein. Und dieses So-Sein ist eigentlich die Natur unseres Geistes. Und Vermittler des Segens sind die Meisterinnen und Meister der Übertragungslinie. Ja, das ist schon so, aber auch Segen kommt einfach aus dem eigenen Geist. Und dann gibt es etwas, was gar nicht zu unterschätzen ist als Grundlage für Shamatha. Die positive Kraft des Heilsamen. Also man nennt das auch die Ansammlung von Verdiensten. Ein aufgewühlter Geist ist Ausdruck davon, dass wir uns sehr stark um uns selbst drehen.
Auch wenn wir denken, wir würden über die Krisen in der Welt nachdenken, eigentlich drehen wir uns um uns selbst. Und je stärker die Kraft des Heilsamen in uns wird, je stärker wir in diesem mitfühlenden Wir unterwegs sind, desto ruhiger wird unser Geist. Das überrascht euch vielleicht, weil ihr denkt, euch würde Mitgefühl auffühlen, aber das ist die Ich-Bezogenheit im Mitgefühl, die auffühlt. Tatsächlich ist es die Kraft des Heilsamen, also wie stark sich mein Geistesstrom schon daran gewöhnt hat, immer heilsam für die gesamte Welt unterwegs zu sein. Wenn das die Grundlage ist für Praxis, fällt Geistesruhe leicht. Der Geist hält von selbst Einkehr, wenn es nichts anderes zu tun gibt. Dann gehört zu den Ursachen von Shamatha, einen günstigen Ort für Praxis zu haben. Also ein Ort, wo nicht ständig die Ablenkung sozusagen von außen reinplatzt. Das ist wirklich hilfreich, weil wir sind noch nicht in einer Stufe der Praxis, wo wir sagen können, wir können mit allen Herausforderungen umgehen, wir brauchen eine geschützte Praxisatmosphäre. Eine Riesenunterstützung für Shamatha ist es, wenige Wünsche zu haben und zufrieden zu sein. Wer zufrieden ist mit dem, was er oder sie hat, was gerade da ist, der kommt schnell zur Ruhe. Während Unzufriedenheit immer so eine Spur hinterlässt von, eigentlich müsste ich das noch machen, eigentlich fehlt das noch, ach, jetzt muss ich ein bisschen was trinken, ich fühle mich ein bisschen durstig und ach, der Sitz passt noch nicht richtig und ach, und da ist noch Lärm, wie kriege ich denn jetzt das noch abgedichtet und. Es gibt immer noch irgendetwas zu tun. Für die Zeit der Shamatha-Praxis ist es unglaublich wichtig, Zufriedenheit ganz nach oben zu stellen. Eigentlich eine Haltung, genau das, was ich jetzt habe, reicht aus. Damit bin ich zufrieden. Und dann braucht es jetzt für unser Retreat, ihr merkt, ich bin gerade dabei, eigentlich Retreat-Bedingungen zu beschreiben, dann braucht es, dass wir die unnötigen Aktivitäten aufgeben. Nicht alle Aktivitäten, es stört überhaupt nicht, sich Essen zu kochen oder das eine oder andere zu machen im Haushalt, aber wir reduzieren unsere Aktivitäten, sodass wir mit möglichst wenig beschäftigt sind. Und falls ihr euch motiviert fühlt, jetzt mit mir hier, mit uns hier in ein Retreat einzusteigen, dann stellt eure Handys aus, schließt eure Ablenkungen weg, sodass das möglichst während dieser Woche euer Blick auf gar nichts fällt, was euch aus der Praxis rausziehen könnte. Das wäre optimal. Und es ist auch nicht der Zeitpunkt, jetzt den Rest eurer nie endenden To-Do-Liste abzuarbeiten, sondern im Nichtstun zu verweilen. Das ist mit Aufgeben vieler Aktivitäten gemeint. Wir erlauben es, dass Lücken entstehen, in denen endlich auch mal Tieferes von innen hervorkommen kann. Und obwohl ich ja, so denkt man, ein geübter Praktizierender bin und mit viel Herausforderung umgehen kann, aber ich war jetzt gerade 3 Wochen im Retreat in Indien, in einer Ayurveda-Kur, aber es war reines Retreat, ohne die einzigste E-Mail, ohne irgendetwas, nicht mal ein Buch gelesen und vielleicht wisst ihr, wie langweilig eine Ayurveda-Kur sein kann. Aber dieses ständige Nichtstun hat dann mir wieder gezeigt, derselbe Retreat-Effekt wie immer, welche unglaubliche schöpferische Kreativität im Geist ist, wenn man ihn einfach mal entspannt. Und welche Ruhe da möglich ist, ohne diese Kreativität auszubremsen. Und wie viel feinfühliger
ich dann auch werde, einfach weil es nichts zu tun gibt. Und das wünsche ich euch auch. Also es ist jetzt eine sehr kostbare Zeit. Ich weiß, dass einige von euch sich diese Woche freigenommen haben, um jetzt richtig im Retreat zu sein. Deswegen schaut drauf, dass ihr Unnötiges aufgebt und dass ihr den Rest der Zeit mit heilsamem Tun füllt, also heilsames Handeln. Alles, was gut tut, im Wir-Modus. Und wenn ihr so dran denkt, was sind denn die Ablenkungen, die ich aufgeben möchte, dann gibt es keine Antwort für jeden von uns. Was für den einen eine Ablenkung ist, ist für den anderen gar keine Ablenkung. Also es könnte zum Beispiel sein, dass jemand unglaublich gern zeichnet oder malt und denkt, wow, ich gehe jetzt ins Retreat, dann habe ich endlich auch Zeit, wieder mal was zu zeichnen und zu malen. Ich kann von außen nicht wissen, ob es eine Ablenkung ist oder ob es förderlich ist. Das merkt ihr an eurem Geisteszustand. Ob es den Geist weitet, ob ihr dabei seid, neue Identifikationen oder alte Identifikationen zu stärken, oder ob ihr in einem fließenden Sein unterwegs seid, wo euch das einfach zutiefst gut tut. Und da auch die berühmten Spaziergänge während des Retreats, die können mal Ablenkung sein und mal das absolut Richtige und Teil der Praxis. Ihr müsst selber hinschauen, hinfühlen, was denn nun Ablenkungen sind. Und die größte Ablenkung, und da ist auch die größte Entsagung zu praktizieren, das ist unser überflüssiges Denken. Das ist die allergrößte Ablenkung. Also da sich zu entspannen und beim Denken mal hinzuspüren, hinzuschauen, sind die eigentlich notwendig, diese Gedanken? Und dann alles, wo ihr merkt, dass ihr das eigentlich gar nicht braucht, das unterstützt ihr nicht weiter. Da entspannen wir uns, diese Muster laufen dann so allmählich aus. Wir brauchen nichts zu tun, um sie zu beenden. Wir nähren sie einfach nicht. Und das war jetzt so eine Zusammenfassung der Ursachen für Geistesruhe. Und bevor ich jetzt zu viel spreche, machen wir unsere erste Meditation. Das war jetzt eine Unterweisung und die Meditation, die ich jetzt einflechten werde, ist eine ganz einfache Meditation des Ankommens in dieser Situation, jetzt gerade. Obwohl wir vielleicht die Augen offen haben, sind wir nicht dabei zu schauen, sondern der Blick ist eigentlich so ein bisschen nach innen gewendet. Mit Augen offen sind wir dabei zu spüren.
Ja, wir spüren unseren Körper, unsere Körperempfindungen, wie wir gerade auf unserem Sitz sind, wie wir in diesem Raum sind. Und das ist ein bisschen mehr als die Körperempfindungen, die so klassischerweise erwähnt werden. Ihr wisst ja, klassischerweise sprechen wir so von dem Kontakt mit dem Sitzkissen, mit dem Boden, in meinem Fall auch mit dem Rücken angelehnt. Aber da ist ein Gefühl für Präsenz, was über die Wangen geht, übers Gesicht, mit der Temperatur im Raum sich verbindet. Da ist ein Spüren, das fast körperlich hört, die Geräusche, wo das Hören nicht nur ein Hören ist, sondern ein Hören mit dem ganzen Körper. Und damit habe ich so die wichtigsten Elemente des Hierseins. Ich habe das Licht durch die Augen, die Klänge durch die Ohren, die vielfältige Empfindsamkeit des Körpers, der mitschwingt mit dieser Situation. Riechen, schmecken, klar, spielen auch eine Rolle. Und da ist die emotionale Befindlichkeit. Unser Herzgeist. Wie wir uns im Herzen spüren. Unsere Stimmung, Gefühle. Wir sind schon dabei, Shamatha zu praktizieren, Geistesruhe, aber ohne dass wir etwas zu tun brauchen. Wir sind nur dabei, voll und ganz zu spüren, so ein atmosphärisches Gefühl zu bekommen dafür, wie wir jetzt gerade da sind.
Vielleicht fragt ihr euch, ja und jetzt? Ja, gar nichts. Einfach sein. Und wenn ihr eine Stütze braucht, dann spürt ihr vielleicht den Atem, die Atembewegungen, die Atemempfindungen, die könnt ihr gut als Stütze nehmen. Oder ihr hört Geräusche. Das gibt dem Geist so ein wenig Halt. Etwas, worauf wir uns ausrichten können. Aber eigentlich braucht es das gar nicht. Und jetzt möchte ich gerne überleiten in eine 10-minütige stille Pause. Wir können weiter praktizieren, aber ich werde jetzt 10 Minuten nichts sagen. Und es ist auch die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen, sich einen Tee zu machen. Aber wenn ihr zu mehreren seid, schaut, dass ihr wenig sprecht, sodass wir allmählich hineinkommen in diese Atmosphäre der Geistesruhe. Und weiter geht es. Ihr merkt, dass Dagbhuta Namgyal eine Zusammenfassung von Kapitel 1 gibt, in diesen ersten Zeilen. Und er erwähnt weiter, dass es darum geht, die vorhandenen Ursachen für Dumpfheit und Erregtheit zu beseitigen, also aufgewühlten Geist. Und auch diese Liste, die da in Kapitel 1 gegeben wurde, ist unglaublich wichtig und interessant. Ich habe sie euch unten in eine Fußnote reingeschrieben. Das wichtigste Hilfsmittel vielleicht ist, in allem die Unbeständigkeit zu kontemplieren. Also Anicca, für die mit diesem Begriff vertraut sind, die Unbeständigkeit, Vergänglichkeit. Wenn wir uns dessen gewahr werden, wie die Dinge im Fluss sind und sich ständig wandeln, dann lässt das greifen, lassen unsere reaktiven Muster von selbst ganz schnell nach. Und deswegen tun wir gut daran, wenn wir merken, dass unser Geist aufgewühlt ist, dass wir einfach mal über die Vergänglichkeit, die unbeständige Natur des Seins kontemplieren und
das gibt so eine Hintergrundatmosphäre, die schon ermöglicht, dass sich unser inneres Erleben sehr viel fließender vollziehen kann, weil wir dem Wandel freien Lauf lassen. Wir sind nicht mehr so dabei, einhaken zu wollen. Jetzt gibt es aber Geistesinhalte, die werden hier die Objekte des Bedauerns genannt. Geistesinhalte, von denen wir uns schwer lösen können. Das ist, wenn wir im Retreat ankommen und eigentlich praktizieren wollen, aber dann doch noch drüber nachdenken müssen, was zu Hause war in der Familie oder mit unserem Projekt, mit dem Hausbau, mit diesem und jedem, wo wir es hätten vielleicht anders machen können. Diese Frage, hätte ich etwas anders machen können? Oder wie solle ich es machen? Das wird Objekte des Bedauerns genannt. Das ist weiß nicht, ob Bedauern das beste Wort ist, aber gemeint ist ein Beschäftigtsein, wo wir schon vergangene Situationen, wo wir schon gehandelt haben, ständig nochmal darauf untersuchen, ach, hätte ich doch nicht das gesagt, ach, wäre ich doch da lieber ein bisschen wacher gewesen, ach, wenn ich doch nur da. Und ja, also dieses Hin und Her überlegen, und das gilt es konsequent zu lassen. Die Situation ist vorbei. Wenn es etwas gibt, daraus zu lernen, um später anders zu handeln, gerne. Dann aber bitte nicht während der Praxis von Geistesruhe, sondern während wir bewusst darüber kontemplieren. Dann könnt ihr sagen, okay, dieses Thema lässt mich nicht los, dann nehmt ihr euer Buch, euer Tagebuch, setzt euch hin, schlagt es auf und kontempliert ganz konstruktiv, was gäbe es da in Zukunft anders zu machen? Wo würde ich gerne anders handeln? Ihr nennt das dann nicht Praxis der Geistesruhe, sondern Kontemplation über Ursache und Wirkung. Das ist, was es eigentlich ist. Und diese konstruktive Kontemplation, die räumt dann damit auf. Dann wisst ihr, okay, ich habe mich jetzt ein halbes Stündchen damit befasst oder auch mehr. Und damit ist es gut für heute. Den Rest des Tages habe ich frei davon. Das ist die Abmachung. Also alle Themen, die uns beschäftigen, diese Objekte des Hin- und Herüberlegens, die kriegen ihre Aufmerksamkeit in einem bestimmten Rahmen und haben nichts zu suchen in der Meditation. Okay? Da gibt es nichts zu diskutieren. Meditation ist eine bestimmte Form des Übens. Und konstruktives Nachdenken ist eine andere Form des Übens. Und die sollten wir gut getrennt halten. Das ist so ein bisschen, für Menschen, die täglich meditieren wie ihr, ist es so eine Angewohnheit, diese Dinge sich so vermischen zu lassen. Das heißt, wir nutzen die Verdauung unseres täglichen Geschehens und nennen es dann irgendwie Meditation. Aber so richtig Meditation ist es auch nicht. Also bitte haltet das getrennt. Ihr könnt im Stillen Sitzen eine Zeit haben, wo ihr verdaut. Aber wenn ihr beginnt mit der Meditation, dann macht es innerlich klar, und jetzt beginne ich, Geistesruhe zu üben oder Geistesruhe plus Einsichtsmeditation. Macht euch also, soll ich sagen, den Gefallen einer inneren Klarheit, die verschiedenen Formen des Übens gut voneinander zu trennen. Da ist ein interessantes Wort als nächstes in dieser Passage über Hindernisse beseitigen, und zwar beseitigen wir Hindernisse durch Selbstermutigung. Das finde ich super. Immer wenn ich darüber komme, das ist das Gegenteil von Selbstkritik. Selbstermutigung ist eine Haltung, dass ich mir diese Form des Übens, also des Übens im natürlichen Sein, durchaus zutraue. Ich spreche mir innerlich das Vertrauen aus, tatsächlich so praktizieren zu können. Und ich höre,
wie meine Lehrerin, mein Lehrer mir dieses Vertrauen auch schon ausgesprochen hat und mir Meditationsaufgaben gegeben hat, die durchaus in meiner Reichweite liegen. Und diese Selbstermutigung, die zwar hier in einem tibetischen Text auftaucht und offenbar da auch schon wichtig war, die ist heute noch viel wichtiger, weil eins der großen Hindernisse ist mangelndes Selbstvertrauen. Und Selbstermutigung ist tatsächlich eine Praxis des Ausräumen von Hindernissen. Und dann geht die Liste weiter mit Vertrauen, Interesse, freudige Energie freisetzen, Geschmeidigkeit üben, sich achtsam zu erinnern, das ist das berühmte Sati, sich achtsam immer ans Wesentliche zu erinnern, um nicht abgelenkt zu sein. Wachheit zu üben, also wach, bewusst zu sein auf mögliche Faktoren, die mich entweder dumpf machen oder auffühlen, die mich ablenken. Und dann das bewusste Anwenden von Gegenmitteln. Das ist auch etwas, was gelernt werden möchte, dass ich weiß, wie ich so ein bisschen gegensteuern kann. Ein Gegenmittel ist so wie beim Bootfahren, wenn ich das Boot steuere. Meine Kurve geht zu weit nach rechts, also muss ich gegensteuern. Und dann geht es wieder zu weit nach links, aber ich wieder gegensteuern. Und die Kunst ist, nur so viel gegenzusteuern und gerade schon wieder nachzulassen mit dem Gegensteuern, wenn ich wieder auf Kurs bin. Dieses bewusste Anwenden von Gegenmitteln bedeutet, dass wenn ich jetzt zum Beispiel merken würde, ich würde dumpf werden, dass ich mich aufrechter hinsetzen würde. Das hilft sofort, um den Geist klarer zu machen. Brauche ich zwar gerade nicht und ich müsste aufpassen, dass ich mich nicht zu gerade hinsetze, weil dann würde ich in Anspannung gelangen. Also nicht übersteuern. Das ist bei allen Gegenmitteln so. Manche haben zum Beispiel gehört, das Gegenmittel für ärgerliche Gefühle, ärgerliches Aufgewühltsein ist Mitgefühl. Also versuchen Sie mit Mitgefühl gegenzusteuern, steuern aber viel zu stark gegen und kommen auch gar nicht in echtes Mitgefühl, weil Sie sich bemühen, mitfühlend mit dem oder derjenigen zu sein, der Sie ärgerlich macht, ärgerlich verstimmt. Dabei geht es eigentlich darum, mit sich selbst mitfühlend zu sein, so ärgerlich zu sein. Das ist der erste Schritt. Und das kriegen wir auch hin. Ja, das ist viel realistischer und da kommen wir nicht so leicht in eine Übersteuerung, als wenn wir versuchen, Mitgefühl für jemanden zu entwickeln, über den wir uns eigentlich ärgern. Ein häufiger Fehler ist eine völlige Überkorrektur, weil da sind wir noch gar nicht. Wir machen kleine Korrekturen, weil eigentlich sind wir gerade ärgerlich über unseren Ärger. Und jetzt geht es erstmal darum, diese Ärgerlichkeit über unseren eigenen Ärger in Selbstannahme umzuwandeln und auch da wieder Selbstermutigung und dann zu merken, oh, das tut mir gut, aus meinem Muster auszusteigen. Gut, ich darf ärgerlich sein, aber jetzt brauche ich es gerade gar nicht mehr. Es ist jetzt gar nicht mehr Gegenstand des Erlebens. Es ist etwas, was mal passiert ist. Und so wende ich Gegenmittel an, also kontemplative Vorgänge, um mir zu helfen, jetzt wieder zu entspannen. Ich brauche mich noch längst nicht mit den Auslösern meines Ärgers zu befassen. Ja, und so gilt es bei allen, wie soll ich sagen, bei allen Herausforderungen in der Praxis, das Gegenmittel mit viel Feingefühl einzusetzen. Und wenn ich merke, es öffnet sich, dann mache ich nicht weiter mit dem Gegenmittel. Dann lasse ich es sich von selbst weiterentwickeln. Das ist die große Kunst. So erinnert euch so wie beim Bötchenfahren, dass wir nicht in so einen Schlingerkurs kommen, sondern nur so wenig Gegenstände, und zwar rechtzeitig, dass wir auf Kurs bleiben. Das ist die große Kunst. Und dann wird als letzter Faktor des Beseitigen von Hindernissen wird meditativer Gleichmut genannt. Und diese Gelassenheit, das ist ein Passepartout. Also
mit Gelassenheit kommt man echt weit. Man muss auch gar nicht immer wissen, warum ich gelassen bin und so, sondern einfach Gelassenheit als grundlegende Haltung ist unglaublich wertvoll. Also quasi, das ist eigentlich eine Haltung, Gelassenheit ist so, also bevor ich mich aufrege, muss erstmal viel passieren. Ja? Das lohnt sich gar nicht, dass ich mich aufrege und dass ich über alles Mögliche nachdenke. Ich bleibe mal erst einfach gelassen und guck mal, ob es überhaupt eine Reaktion von meiner Seite aus braucht. So könnt ihr anfangen mit Gelassenheit. Das ist eine coole Lebenshaltung. Wir bleiben relativ unerhitzt. Ja? Wir erhitzen uns nicht gleich, bloß weil irgendetwas gerade in unseren Sinn kommt. Okay, das war jetzt diese beiden Punkte. Das war die Zusammenfassung von Kapitel 1. Und er fügt noch an, mangelnde Kontrolle der Sinnestore beheben, das wäre noch wichtig. Das heißt, wir lassen den Blick nicht einfach schweifen, wir gehen mit dem Hören nicht überall hin, wir messen nicht allem Bedeutung bei. Die Sinnestore zu kontrollieren bedeutet, sie zu entspannen. Bitte schreibt euch das dazu. Ja? Die Kontrolle der Sinnestore ist ein Entspannen der Sinnestore. Nicht ein Festzurren, sondern wir kontrollieren Sinnestore dadurch, dass wir eine innere Haltung einnehmen, das ist jetzt gerade gar nicht wichtig, was außerhalb des Bereiches passiert, auf den ich mich jetzt innerlich ausrichte. Zum Beispiel gucke ich jetzt viel in die Kamera und direkt daneben steht der Bildschirm. Und da bewegen sich ständig irgendwelche Leute, da passiert ständig etwas. Aber Kontrolle des Sinnestores bedeutet, ist gar nicht wichtig. Da kümmert sich der Felix drum. Ist nicht wichtig, brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Ich darf ganz innerlich beim Thema bleiben und mich mit euch beschäftigen. Und ab und zu schaue ich, mit welchem Gesichtsausdruck ihr gerade da seid und sehe jetzt ein Lächeln und die eine, ja, die guckt so und sucht gerade was und ja, dann gucke ich wieder und das ist bewusst und dann wieder zurück zu dem, was auch wesentlich ist. Und die Nahrungsaufnahme, das kann überhaupt nicht überbetont werden. Es ist ein unterbetonter Punkt. Wir können so viel machen, indem wir einfach für die meisten von uns etwas kleinere Portionen essen und nicht so viel durcheinander und nicht zwischendurch noch ein Snack. Und wisst ihr, eure Meditation wird euch das so danken, weil der ganze Körper kriegt einen anderen Tonus. Er ist nicht ständig mit Verdauen beschäftigt. Er wird leichter. Und diese Leichtigkeit, die schafft Klarheit im Geist. Also für diejenigen, die eher auf der anderen Seite unterwegs sind, bitte nicht zu wenig essen, sonst werdet ihr zu leicht. Dann schafft ihr auch Ursachen für Aufgewühltheit, aber auch für Dumpfheit. Aber die meisten von uns essen ja zu viel oder zu viel durcheinander. Deswegen tut euch Gutes, wenn ihr im Retreat seid und esst ausgewogen und in gemäßigter Form. Und warum das in dem tibetischen Text steht, ist, weil Tibeter, sobald sie was vorgesetzt bekamen, ganz schöne Schlemmer waren. Also auch riesige Portionen verdrückt haben und dann eingeschlafen sind in der Meditation. Ja? Dafür sind auch heute noch die tibetischen Mönche berühmt, dass sie ziemlich viel Zeit schläfrig in der Gompa, also im Tempel verbringen. Ja? Nicht unbedingt in großer Klarheit. Und das hat mit dem Essen zu tun. Also achtet selber drauf, das hat einen Grund, dass das hier steht. Das waren also die Einführungen zu den Voraussetzungen für Geistesruhe. Und jetzt gibt Dakputashi Namgyal selber eine Meditationsinstruktion. Ich bin immer noch auf Seite 45 des deutschen Textes und vermutlich auf Seite zwei Seiten weiter, also im Anfangsseiten des englischen Textes.
Und da gibt er jetzt selber eine kleine Meditationsinstruktion. Wir sind im Englischen auf Seite 48. Nein, immer noch auf Seite 47. Und diese Instruktion, die nehme ich als Anlass für eine kleine geführte Meditation mit euch. Also, richtet es euch wieder so ein, dass ihr es bequem findet. Eine Haltung, die euch unterstützt in der geistigen Klarheit. Dakpoteshinamgai schreibt, dann lasse dich auf einem recht bequemen Sitz nieder und achte auf das Einhalten der 7 Schlüsselpunkte der Körperhaltung. Naja, das ist für den Yogi geschrieben. Ich mache es euch kurz vor, weil es da steht. Die 7 Punkte der Körperhaltung, das bezieht sich auf die 7 Punkte Körperhaltung von Vairochana. Das ist diese Körperhaltung. Ja, ich sehe jetzt, Stefanie, wie du dich da hineinsetzt. Das geht schon, das darfst du gerne machen, aber es müsst ihr nicht. Ich zeige euch das nur der Vollständigkeit halber. Habe es jetzt gerade wieder 3 Wochen praktiziert. Das ist natürlich super, jetzt kann ich euch das wieder zeigen. Aber entspannt euch, worauf es ankommt, ist schön aufrecht zu sein. Und selbst wenn ihr euch nur kurz mal so mit durchgestreckten Ellenbogen hochhebt, dann merkt ihr, wenn ihr dann loslasst, der Körper bleibt aufrechter. Und diese gesunde Aufrechte, um die geht es. Und dass diese Aufrechte durchgeht, bis hier oben, wo wir früher mal eine Fontanelle hatten, bis zum höchsten Punkt das ist nicht der mittlere Scheitel, sondern der hintere Scheitelpunkt. Dieser Punkt, das ist der höchste Punkt des Kopfes. Und dann schaut der Blick so ein bisschen nach unten, das Kinn ist so ein bisschen nach innen geführt, einfach weil dieser Punkt, der die Verlängerung der Wirbelsäule ist, jetzt wirklich der höchste Punkt ist. Und diese Haltung, dann verbunden mit entweder Ablegen der Hände auf den Knien oder die Hände im Schoß zusammenlegen, diese Haltung, die ist für jemanden, der es gewohnt ist, eine schön bequeme Haltung. Aber zwingt euch nicht. Schaut mal, was für euch stimmt. Lasse dann den Atem sanft und ruhig ein- und ausfließen. Das machen wir jetzt. Wir erinnern uns an den Buddha, der auch uns ermutigt hat, ruhig ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Und die Atemzüge dann natürlich entspannt weiterfließen zu lassen. Wir atmen durch die Nase, wenn es geht. Und wir achten darauf, dass wir beim Atmen keinen Pressatem haben. Also dass wir können das daran ermessen, dass wir eigentlich unsere eigenen Atemgeräusche gar nicht hören können. Dass wir also nichts Forciertes haben beim Ein- oder beim Ausatmen.
Shinamga schreibt, atme nicht geräuschvoll oder schwer. Und ich möchte etwas beifügen. Versucht nicht den Atem zu verlängern, also etwa tiefer zu machen. Lasst ihn, wie er sich von selber einpendelt. Ihr merkt vielleicht noch Restspannungen im Atemprozess. Schaut mal, ob ihr irgendwo vielleicht in den Schlüsselbeinen, im Schulterbereich, im Brustkorb, im Bauch, ob ihr irgendwo noch ein wenig lockern könnt, ein wenig etwas zulassen könnt. Und Shinamga schreibt, bleibe dabei unaufgeregt, entspannt und unangestrengt. Das Unaufgeregte, das kriegen wir dadurch hin, dass wir uns klar machen, dass wir gar nichts Besonderes vorhaben, zu tun haben.
Entspannung bedeutet, unseren Geist frei von Hoffnung und Furcht zu lassen. Hoffnung bedeutet das Gefühl, etwas erreichen zu wollen. Darum geht es nicht. Wir lassen das zu, was eigentlich ohnehin die Natur des entspannten Geistes ist, in sich selbst zu ruhen. Genießt es ruhig, wenn ihr diese Bewegung bemerkt, wie ihr euch wie in dieses einfache Sein hinein so niederlassen könnt, hinein entspannen könnt. Einfach so ankommen in absolut einfachem Sein. Wenn ihr könnt, dann ersetzt die unnötige Anstrengung durch Vertrauen. Lasst das Vertrauen eure Meditation führen und nicht die Anstrengung, etwas machen zu müssen.
Und Lakbutta Shinamgyal beschließt dann mit dem Satz: Nimm Schmerz und andere Schwierigkeiten, die beim Praktizieren auftauchen, bereitwillig auf dich. Es mag sein, dass es uns gar nicht möglich ist, eine schmerzfreie Haltung einzunehmen. Dass jede Position schmerzhaft ist. Es kann sein, dass es nach einer Weile schmerzhaft wird. Es gibt immer irgendwelche Unbequemlichkeiten der Praxis. Es ist ein kleines Leid im Vergleich zu dem ständigen Getriebensein, wenn wir immer versuchen, vor dem Unangenehmen davonzulaufen, immer im zwanghaften Reagieren sind. Deswegen entspannen wir dieses Reagieren, solange wir das Gefühl haben, dass es noch nicht nötig ist, die Position zu ändern, die Meditation zu beenden, sondern bleiben dran.
Und dann entspannen wir wieder ein bisschen, falls es noch was zu entspannen gibt. Lösen uns aus der Meditation. Und bis hierhin bin ich dem Text ja wirklich Satz für Satz gefolgt. Aber jetzt ist es so, dass ich den ja schon in der Vergangenheit erklärt habe und jetzt springe ich ein bisschen. Wir werden jetzt mit einem Kapitel beginnen, wo es um die verschiedenen Meditationsobjekte geht. Also Stützen für geistige Sammlung und dann später auch für Einsichtsmeditation. Es geht nicht um Konzentration, das geht es nur mal zeitweise. Und was jetzt kommt, ist eine unglaubliche Liste von all den verschiedenen Stützen, also Methoden der Meditation, die da so in der Mahamudra, also nicht in der Mahamudra, sondern in der Mahayana-Tradition benutzt werden. Und wir werden zu jedem dieser verschiedenen Stützen werden wir eine Übung machen. Wir werden extrem langsam vorgehen auf den nächsten Seiten. Ganz einfach, weil da ein unglaublicher Reichtum drin steht und weil wir ja sowieso wissen wollen, wie das geht mit dem Entwickeln von Geistesruhe. Und das machen wir dann. Es gibt andere Passagen im Buch, wo ich große Sprünge machen werde. Hier mache ich das glatte Gegenteil und nutze die Gunst der Stunde, mit euch so ganz praktisch Stück für Stück alles umzusetzen, was da steht. Und vor der nächsten Pause gebe ich euch noch eine kleine Unterweisung über die 4 Arten von Meditationsobjekten. Da gibt es die allumfassenden Meditationsobjekte, die Meditationsobjekte zum Reinigen des Verhaltens, die Meditationsobjekte intellektueller Analyse und dann die Meditationsobjekte oder Stützen, die uns helfen, emotionale Verstrickungen zu reinigen. Und was das Allumfassende angeht, diese sogenannten allumfassenden Meditationsobjekte, die würden wir mit dem französischen Wort Passepartout würden wir die beschreiben. Also das sind eigentlich Formen zu meditieren, die wir jederzeit anwenden können, die immer gut sind. Und da werden jetzt nicht viele Beispiele erwähnt, aber ich werde im Laufe der Zeit vielleicht das eine oder andere anwenden. Und die sind natürlich besonders interessant für uns, weil natürlich helfen diese allumfassenden Meditationsobjekte, irrige Einstellungen und Verhaltensweisen zu bereinigen. Sie helfen uns im Verständnis, also auch in der intellektuellen Analyse. Und sie bereinigen natürlich auch emotionale Verstrickungen. Also die anderen 3, die da aufgeführt werden, die sind alle auch enthalten in diesen allumfassenden Meditationsobjekten. Und Akutashi Namgyal sagt, dass wenn man sich diese allumfassenden Meditationsobjekte genauer anschaut, dann haben wir 4 Gruppen. Und die erste beschreibt er so, dass es sich dabei um Sammlung mittels geistiger Vorstellung handelt. Das ist im Wesentlichen, handelt es sich da um eine Unterstützung für Einsichtsmeditation.
Und bei der Praxis von Geistesruhe betrifft es vor allen Dingen die begrifflichen Merkmale des Meditierens von Attributen. Das ist ja ein Satz, den kann man gar nicht verstehen, ne? Normalerweise. Was sind denn nun die begrifflichen Merkmale des Meditierens mit Attributen? Und das ist gar nicht so schwierig, wenn ihr das Beispiel hört. Das Beispiel ist das Meditieren über Vergänglichkeit, was ja normalerweise sehr stark den Einsichtsprozess unterstützt. Aber das Meditieren auf Vergänglichkeit ist eben auch eine Unterstützung für Geistesruhe und ist so ein Passepartout, so ein Schlüssel, der alle Situationen sozusagen erleichtert. Und was passiert da beim Meditieren auf Vergänglichkeit, Unbeständigkeit? Eigentlich werden wir uns bewusst, dass die Merkmale der Situation, die wir jetzt gerade erleben, wir brauchen ja gar nicht woanders zu suchen, wir können ja die jetzige Situation nehmen. Wenn wir jetzt schon anfangen, ein bisschen unruhig zu werden und zu denken, wann macht er denn die nächste Pause? Ja, und dann merken, dass dieses Merkmal der jetzigen Situation, ja, das wandelt sich ja auch. Irgendwann wird die Pause schon kommen und auch jetzt meine vorübergehende Anspannung, auch die geht vorbei. Was auch immer mich gerade irritiert oder herausfordert oder auch gerade mein Anhaften und Begierde weckt, überall bei all diesen Merkmalen, den Attributen von Situationen und Geistesinhalten. Überall können wir etwas zum Einsatz bringen, was wir das Gewahrsein der Vergänglichkeit nennen. Jetzt ist aber Vergänglichkeit gar nichts, was wir in der Situation, was da drin wäre. Das ist eine begriffliche Beschreibung von etwas, was mit den Inhalten meines Erlebens passiert, dass sie sich wandeln. Da steht aber nirgendwo Wandel draufgeschrieben. Da steht nirgendwo Vergänglichkeit drin in der Situation. Das macht der Intellekt, das macht unser Verstand, dass er vergleicht, was vorher war und was jetzt ist und schlussfolgert den Wandel. Okay? Das nennt man begrifflich. Begrifflich ist etwas, was unser Denken macht mit der Situation. Und wenn wir über die leere Natur meditieren würden, dann wäre das genauso etwas. Ist auch so ein Passepartout, ist so ein anderes Beispiel. Oder wenn wir über das Nicht-Selbst oder wenn wir über bedingtes Entstehen. Das sind alles begriffliche Schlussfolgerungen über etwas, was wir in der Situation beobachten können, aber nur wenn wir ins Vergleichen gehen. Die Situation selbst, da ist nirgendwo direkt erfahrbar, dass es abhängig entsteht. Das ist eine Schlussfolgerung. Das machen wir aufgrund unseres geschulten begrifflichen Verstehens. Und immer hängt sich unser begriffliches Verstehen an den Attributen auf, an den Merkmalen dessen, was wir gerade erleben. Deswegen ist es so eine allumfassende Meditationsweise. Wir können immer über Vergänglichkeit meditieren, obwohl es sie gar nicht gibt. Das Ding, Vergänglichkeit, ist nirgendwo zu finden. Es ist nur eine gute Beschreibung davon, dass das, was mal war, jetzt nicht mehr ist. Und das erleichtert, das zu sehen. Okay? Und ihr wisst selber, dafür habt ihr schon genug meditiert, dass uns das eigentlich fast immer aus der Patsche hilft, ein bisschen der Vergänglichkeit gewahr zu sein. Und das machen wir nach der Pause. Das war jetzt nur die Einführung. Okay? Wieder 10 Minuten Pause. Wir schalten hier unser Audio auf Stumm im Zoom. Ne? Unten links bitteschön, da. Und das Video lassen wir laufen.
und treffen uns wieder genau 17 Uhr. Es geht weiter. Wir werden bei manchen dieser sogenannten Meditationsobjekte, da werden wir merken, dass es keine klaren Grenzen zwischen Kontemplieren und Meditieren gibt. Wenn wir eine Grenze ziehen wollten, dann würden wir sagen, Meditieren beginnt da, wo wir nicht mehr im Begrifflichen unterwegs sind. Und Kontemplieren ist der Bereich, wo wir noch im Begrifflichen unterwegs sind. Es ist aber so, dass beim Meditieren oft dieser Impuls des Erinnerns, das Sati, das ist ein begrifflicher Impuls. Das ist durchaus so, als würden wir innerlich einen Satz hören oder ein Wort. Zum Beispiel das halbe Sätzchen, auch das ist vergänglich. Oder wenn jemand aus der Theravada-Tradition das innerlich hört wie Anicca, unbeständig. Das ist eigentlich ein begrifflicher Moment. Es ist ein kleiner kontemplativer Moment, der dann wieder ins Nicht-Begriffliche hinübergeht, wo wir dank dieses Gewahrwerdens, angestoßen durch das Begriffliche, nochmal ein Stück entspannter sind. Und diesen Wechsel zwischen begrifflichen Anstößen, manchmal sogar intensives begriffliches Kontemplieren und dann hinübergleiten ins meditierende Sein, das werden wir im Laufe der Woche häufiger erleben. Ist ja auch klar, jedes Wort, was ich sage, jeder Teil der angeleiteten Meditation ist eigentlich eine begriffliche Intervention, die durch unseren Verstand aufgenommen, kurz bedacht und dann umgesetzt wird, also eine Wirkung auslöst. Also eigentlich ist jede Meditationsinstruktion, wenn sie beim Zuhörenden ankommt, ist eigentlich ein kleiner Moment der Kontemplation. Okay? Ein kleiner Moment des Innehaltens. Wir nennen das Sampa auf Tibetisch, ein Moment des Bedenkens und des Abgleichens mit der eigenen Erfahrung. Und dann sind wir wie durch so ein Tor des Verstehens eingetreten und jenseits der Schwelle, jenseits des Tores, sind wir wieder im einfachen Sein. Und das erkläre ich deswegen, weil wir das jetzt mit der Vergänglichkeit praktizieren werden. Ich weiß noch nicht genau wie, aber dafür gibt es ja genug Anhaltspunkte. Wir lernen eines der großen Passepartouts kennen. Einen der großen Schlüssel, der eigentlich auf alle Schlösser passt, also auf alle Situationen. Wir nehmen wie immer die Situation jetzt gerade. Ihr merkt es schon von selbst. In der Stille wird Wandel deutlich. Das Surren der Anlage. Jedes Geräusch
eine Erinnerung an dieses sich ständig wandelnde Sein. Geräusche sind immer Ausdruck von Wandel. Wir können dem Wandel zuhören. Dass wir das Wandel nennen, ist Interpretation. Die Tatsache, dass sich etwas entwickelt, verändert, bewegt, dass sich etwas tut, die ist gegeben. Dem Wandel der Unbeständigkeit zuhören. Selbst wenn ich dem eigenen Tinnitus zuhöre, höre ich Wandel, Unbeständigkeit. Und mit diesem Gewahrwerden des Wandels geht ein Akzeptieren einher. Ich akzeptiere die Tatsache des Wandels, der Unbeständigkeit, dass nichts bleibt. Und genau dieses Annehmen, das entspannt. Wenn ich mein Älterwerden kontempliere und es so annehmen kann, diese Unbeständigkeit der jungen Attribute, der jungen Merkmale meines Seins. Die Merkmale der Jugend sind unbeständig. Wenn ich das annehmen kann und mich nicht dagegen sträube, dass es so ist, dann finde ich tieferen Frieden. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann meine ich manchmal den Wandel zu sehen. Aber da ist gar kein Wandel, sondern mein Gesicht sieht einfach deutlich älter aus, als ich es in Erinnerung habe. Und das nenne ich Vergänglichkeit. Älter werden. Das ist der begriffliche Aspekt in dem, was die Merkmale meines jetzigen Erlebens sind. Und bitte dehnt das doch mal für euch selbst aus. Geht doch mal durch eure jetzige Situation. Wo überall ist Unbeständigkeit, Wandel, Dynamik zu beobachten?
körperlichen Erleben. Wo verändert sich unser visuelles Erleben? Bis hin zum denkenden, fühlenden Erleben. Die Bewegungen, die geistigen Bewegungen, die kleinen Stimmungsfluktuationen oder auch große. Auf Englisch sagen wir, such is life. So ist das Leben. Es ändert sich. Und damit geht eine entspannte Annahme einher. Okay, das hilft nicht, sich dagegen aufzulehnen. Das Leben ist halt lebendig, dynamisch. Angenehme Situationen gehen vorbei, unangenehme aber auch. Ein Festhalten wollen an dem, wie es war, ist vollkommen illusorisch, ein illusorisches Unterfangen. Also öffne ich mich für das Neue, für das Unbekannte, für das, was gerade jetzt
immer gerade jetzt im Entstehen ist. Wenn ich jetzt gerade eine Anspannung im Körper spüre, irgendwo eine Muskelanspannung, vielleicht ist sie ja Ausdruck des Festhaltenwollens von irgendetwas. Im Gewahrsein dessen, dass alles ohnehin dynamischer Natur ist, können wir da vielleicht ein wenig loslassen. Wir sind der Wandel. Es gibt aber auch gar nichts in uns, was sich nicht wandelt. Gar nichts, was beständig wäre. Außer vielleicht diese Qualität des Wandels. Diese Eigenschaft des Erlebens, nicht fassbar zu sein, weil es sich wandelt, das ist die eigentliche Konstante. Im Gewahrsein der Unbeständigkeit lockert sich das Greifen nach den Sinneserfahrungen. Und es kehrt tieferer Frieden ein. Selbst Wandel zu sein, im Einklang zu sein mit der Natur dessen, wie das Leben halt ist.
Und jetzt lassen wir einfach noch ein wenig Zeit verstreichen, ohne uns irgendwie zu bemühen, der Vergänglichkeit gewahrt zu sein. Es empfiehlt sich so in der Nachwirkung zu verweilen. Wir haben uns das jetzt tief genug angeschaut und verweilen einfach im So-Sein, ohne weiter irgendwie etwas benennen zu müssen als anicca, vergänglich, unbeständig.
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Gewöhnt euch daran, so eine leichte meditative Trance immer mal wieder abzuschütteln. Das ist Teil der Übung, dann wieder ins postmeditative Gewahrsein einzutauchen, wo die Dinge etwas mehr Handeln von uns verlangen. Und wir haben noch einen kleinen Moment, wir haben noch eine halbe Stunde. Und das sieht ganz so aus, als ob wir in der halben Stunde noch mal ein Stück meditieren werden. Aber es braucht immer mal wieder eine kleine Pause. Also, was haben wir denn da auf dem Programm noch? Der zweite Punkt bei den allumfassenden Meditationsobjekten. Das ist das nicht begriffliche Meditieren auf Abbilder. Bei dieser Art von Stütze richtet man den Geist auf ein Meditationsobjekt und lässt ihn dort ohne analytische Gedankentätigkeit ruhen. Ein Abbild ist so definiert, dass das betreffende Objekt der Sammlung kein materieller Gegenstand ist, sondern dass seine Merkmale als innere Projektion im Geist erscheinen. Das erkläre ich euch mal. Da ist nämlich viel mehr gemeint, als man zunächst vermutet. Dieses Ding mit den Abbildern, das ist ein Aspekt im Abhidharma, sehr stark vertreten in der Yogacara-Tradition des Mahayana, wo uns klar wird, dass selbst wenn wir auf einen äußeren Gegenstand meditieren, dass was tatsächlich stattfindet, ist, dass sich die Pixel der visuellen Wahrnehmung des Gegenstandes und die verschiedenen Schallwellen des gehörten Objektes oder, was auch immer es ist, sich zusammensetzt zu einem inneren Bild. Also ihr habt jetzt alle den Computerbildschirm vor euch, genauso wie wir hier auch. Das setzt sich so zusammen. Und wenn unser Blick jetzt darauf ruht, unser Bildschirm ist so eingestellt, dass ich 25 von euch sehen kann, da setzt sich dann das so etwas zusammen. Ich sehe einen Bildschirm mit Menschen. Ja, auf dem Bildschirm sind ja gar keine Menschen. Aber ich sehe Menschen. Ich sehe Bewegungen. Und das alles, das nennt man Abbild. Das eigentliche Bild sind nur sich bewegende Pixel oder stille Pixel, Farbunterschiede. Diese Farbunterschiede, die setzen wir zusammen zu einem inneren Bild. Eine von euch, die ich gerade sehe, hat zum Beispiel so Linien hinter sich, die ich als Vorhang interpretiere. Da ist ein Vorhang, da sind irgendwie Wellen in diesem Vorhang. Aber das ist ja gar nicht das, was visuell daherkommt, sondern das ist nur, dass ich natürlich visuell und vom Hören her gar nicht wahrnehmen kann, ohne mir sofort ein Bild zu machen. Zum Beispiel hört ihr jetzt die Klänge dieser Stimme, die durch euren Lautsprecher zu euch kommt und dann in den Ohren als Schallwellen übers Trommelfell und die kleinen Knöchelchen aufs Innenohr übertragen wird und dann über den Hörnerven. Und das macht sogar noch Sinn. Ja, wo bitteschön ist denn in den Schallwellen der Sinn?
das ist, was wir aus den Schallwellen sozusagen herausziehen. Wir interpretieren die Schallwellen und es entsteht ein Bild, ein Eindruck davon, was die Quelle dieser Schallwellen wohl gemeint haben könnte bei diesen seltsamen Mundbewegungen, Zungenbewegungen, die diese Laute hervorrufen, was damit alles gemeint sein könnte. Und jeder von uns, der zuhört, hat ein bisschen ein anderes Bild der Situation, ein bisschen ein etwas anderes Verständnis. Jemand, der nicht der deutschen Sprache mächtig ist, der hätte ein sehr anderes Erleben von diesen Schallwellen. Und so ist das mit allem. Wir können nichts anschauen, ohne es mit unserer Erfahrung zu vergleichen. Wir können nichts hören, ohne mit unserer Erfahrung zu vergleichen. Alles, was auftaucht, ist so ein geistiges Abbild. Okay? Und das ist eine zentrale, wie soll man sagen, eine zentrale Erkenntnis, die gerade in der Yogacara-Philosophie des Mahayana-Buddhismus ins Zentrum gerückt wurde, dass alles Erleben natürlich im Geist stattfindet. Und dass diese ganze Welt, die unsere vermeintlich äußeren Sinne wahrnehmen, eine geistig interpretierte Welt ist. Auch wenn sie korrekt interpretiert wird. Auch wenn wir uns einig darüber sind, dass ein Bildschirm ist. Und dass diese Worte so und so geschrieben würden, wenn man sie auf Papier bringen würde. Da können wir uns noch einigen. Was sie wirklich bedeuten, sind wir uns vielleicht nicht mehr so einig. Aber es gibt überlappende, einen Konsens, wo wir sagen würden, doch, diese Interpretation, die hat eine gewisse Stimmigkeit. Nur hätten wir es gern, dass der Konsens viel weiter geht in meine Richtung. Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne, dass alle Politiker dieser Welt meine Sicht der Welt hätten. Dann hätten wir einen viel besseren Konsens, würde ich mal so behaupten. Aus meiner Sicht. Passiert leider nicht. Und in meiner Partnerschaft habe ich auch immer das Gefühl, dass eigentlich meine Sicht der Dinge natürlich vielleicht die angemessenere ist. Ist sie aber nur für mich. Ja, und das nennt man alles Abbilder. Das heißt, wir können gar nicht über etwas meditieren, das kein Abbild ist. Das gibt es gar nicht. Deswegen ist das ein Passepartout. Jede Meditation über einen Inhalt ist immer eine Meditation über ein Abbild. Selbst wenn ihr den Geist, also die visuelle Aufmerksamkeit auf der Kerze ruhen lasst, dann ist das, was im Geist erlebt wird, ein zusammengesetztes Abbild von dem, was zwei verschiedene Netzhäute rechts und links an Lichtimpulsen aufnehmen, über die beiden Sehnerven weiterführen, was im visuellen Kortex zusammengesetzt wird und im geistigen Kortex, also weiter oben im Gehirn, im Großhirn, dann zu einem Bild zusammengesetzt wird, mit Sinn. Das lässt sich gar nicht unterbinden. Und das ist natürlich dann die Meditation auf ein vermeintlich äußeres Objekt, was sich bei genauer Betrachtung als visuelles Objekt, als geistiges Objekt herausstellt. Und dafür brauchen wir gar nicht erst eine Kerze zu visualisieren. Wenn ihr die Kerze anschaut, okay, und dann die Augen schließt und die Kerze innerlich seht. Könnt ihr nochmal aufmachen und nochmal schließen. Dann wird uns deutlich, wie dieser Prozess des Abbildes geht. Wir können dieses Abbild eine Weile aufrechterhalten,
Und wir bemerken vielleicht, dass ihm so ein bisschen die Details fehlen, dass so der Detailreichtum vielleicht nicht ganz derselbe ist. Aber das ist auch der einzige Unterschied. Und wer eine sehr ausgeprägte geistige Fähigkeit hat, so wie alle Menschen beim Träumen, der erlebt die inneren Bilder als genauso wirklich wie das Äußere. Und manche sagen sogar noch wirklicher, weil ungestört von äußeren Eindrücken. Sehr interessant. Wir können in einer geistigen Welt des Erlebens sein und brauchen gar nicht unbedingt die äußeren Auslöser. Wir brauchen nur die Spuren des früheren Erlebens, aus dem sich alles Mögliche zusammensetzen kann. Und jetzt, warum wird das als Meditationsobjekt gelehrt? Sich bewusst zu sein, dass wenn ich den Geist jetzt auf etwas ruhen lasse, und wir werden das gleich tun, ich denke, wir werden ein visuelles Objekt nehmen. Davon habt ihr alle ja genug und ich finde es schön, wenn ihr entweder ein visuelles Objekt nehmt, was vor euch ist, also so irgendwo da in einer ganz entspannten Richtung, das kann irgendwas sein. Bei mir schaue ich da durch irgendwelche Kabel hindurch, dahinter ist eine Wand, aber das spielt alles gar keine Rolle, weil es ist ja gar nicht wichtig, wo der Geist ruht. Und wir lassen uns drauf ein, aber ihr dürft euch auch gern ein Objekt dahinstellen. Also wenn ihr gerade was in Reichweite habt, was ihr euch da angenehm platzieren könnt, dann platziert euch doch ein kleines Objekt. Und dann richten wir es uns wieder so ein, dass wir mit ganz entspanntem Nacken, also Kopfhaltung, also ohne Anspannung, genau dorthin schauen können. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was es ist. Es kann auch einfach eine Maserung in eurem Teppich sein, in eurem Fußboden am Parkett oder ein Muster in eurem Teppich. Und jetzt ist ja die Aufgabe, ohne analytische Vorgänge einfach nur zu ruhen. Das heißt, wir schauen jetzt ohne irgendwelche Kommentare, ohne das Feld unsere Aufmerksamkeit zu untersuchen, zu benennen, einfach nur ruhen. Und wer das mit dem äußeren Sehen ein bisschen schwierig hat und gerne innerlich schauen möchte, kann sich innerlich eine Visualisation nehmen, entweder genau dasselbe Objekt innerlich abgebildet oder zum Beispiel eine Lotusblüte oder eine innerlich sichtbare Kerze oder ein Lichthof oder einen Baum oder was ihr halt wollt. Dürft ihr aber haltet es stabil und bleibt einfach bei dem, was jetzt gerade außen oder innen visuell erfahren wird.
Und jetzt wechselt noch einmal diejenigen, die äußerlich geschaut haben. Schaut mal, wie es innerlich ist, wenn ihr die Augen schließt. Und diejenigen, die innerlich geschaut haben, schaut mal, wie es ist, wenn ihr die Augen öffnet. Könnt ihr das, was ihr vorher gesehen habt, auch noch ohne Kommentar sehen? Es ist euch möglich, mit dem, was ihr äußerlich seht, vollkommen frei von Kommentar und Analyse zu verweilen. Oder könnt ihr einfach mit dem Nichtsehen von irgendetwas völlig ohne Kommentar verweilen? Und dann kommen wir zurück zu einem Sein mit ganz offenen Sinnen, jetzt hier im Raum und auch wieder ohne Analyse, ohne Kommentar. Der Blick braucht nirgendwo mehr zu ruhen, er kann schweifen. Aber ohne sich in irgendeine Form von Denken zu verlieren. Wiederum vielen, vielen Dank. Ihr merkt wahrscheinlich, wie unterschiedlich diese beiden letzten Meditationen sind, wie verschieden, die sind völlig anders. Ja? Und was wir jetzt gerade praktiziert haben, das ist also auch so eine Passepartout-Meditation, ist für alle Situationen geeignet und das Anliegen dieser Meditation, oder die Möglichkeit dieser Meditation ist, uns in ein bloßes Gewahrsein hinein zu öffnen und aus diesen Kommentaren auszusteigen, im Bewusstsein dessen, dass alles geistiges Erleben ist,
Dieses Bewusstsein ist im Hintergrund, aber wir brauchen uns das nicht mehr zu sagen. Unterlassen wir es, irgendwelche Kommentare über unser Erleben abzugeben, irgendwie zu analysieren. Wir sind einfach bloß da. Und das ist eine Meditation mit Stütze, weil wir Stützen nehmen. Jetzt haben wir das im visuellen Bereich gemacht. Wir könnten das im akustischen Hörbereich machen, im Schmecken, im Riechen, im Körper, in Visualisationen, im Denken. Wir können sogar eine begriffliche Vorstellung nehmen wie Dankbarkeit oder Liebe und den Geschmack dieser Qualität in uns entstehen lassen und dann nicht begrifflich in diesem, sagen wir mal, gefühlten Geschmack verweilen. Das ist alles möglich, das gehört alles hierhin. Wir brauchen gar nichts auszuklammern. Wir können jeden Bereich des Seins nehmen als so eine Stütze. Wir vereinfachen unsere Wahrnehmung, sodass nur noch diese Stütze unsere Aufmerksamkeit bekommt und unterlassen das Kommentieren und erleben eine extreme Vereinfachung unseres Seins. Wir steigen aus allen Komplikationen. Und dann, so wie wir das ganz zum Schluss gemacht haben, können wir einen Wiedereinstieg machen, eine viel umfassendere Wahrnehmung, aber ebenfalls kommentarlos. Und manche denken, das wäre das Nonplusultra der Meditation, weil das so eine Art ein primäres Erleben ist, wo wir unverfälscht wahrnehmen. Pustekuchen, wir nehmen gar nicht unverfälscht wahr, wir nehmen immer noch durch unseren Filter wahr, nur ohne zusätzliche Kommentare. Ja, also den Filter, den kriegen wir nicht los, das brauchen wir auch nicht, sondern was wir loskriegen, was wir nicht mehr tun, das ist dieses extra Denken. Man nennt das Prapancha. Das sind die extra ausschweifenden, zusätzlichen, überflüssigen Geistesbewegungen, die sich immer mit dem beschäftigen, was wir gerade erleben. Das löst sich auf und damit sind wir erstmal draußen aus diesem ganzen komplizierenden Denksalat. Der ist erstmal vorbei. Ist noch keine Lösung für immer, aber es ist Shamatha pur im Sinne von tiefe Ruhe ohne Komplikation. Und wir brauchen diese Option des Nichtdenkens über das, was wir gerade erleben, die brauchen wir, weil wir sonst immer zwanghaft alles bedenken, was wir erleben. Das brauchen wir nicht. Es ist gut, diese andere Option zu entwickeln. Also bitte, übt euch da drin. Aber es ist nur eine der möglichen Optionen. Wir werden viele verschiedene Meditationsformen kennenlernen. Das waren jetzt zwei Klassiker. Das eine mit Hilfe von sorgfältig ausgewählten Begriffen, wie jetzt der Begriff, das Verständnis von Vergänglichkeit, Wandel. Ein sorgfältiger, hilfreicher Einstieg, was uns in Lösung gebracht hat. Und der Totalausstieg aus allen Begriffen mit einer Stütze, die uns ermöglicht, uns darin zu sammeln oder darauf zu sammeln, damit eins zu werden. Da gibt es dann noch viele Nuancen. Okay, so viel für heute. Stell doch mal kurz das WLAN ein, damit ich wieder hier ins Netz komme. Dann mache ich noch mal kurz ein Screensharing für die Widmungsgebete.
So, da bin ich wieder, angeloggt. Und wir machen jetzt zunächst mal die Widmung und dann gibt es noch das eine oder andere vielleicht organisatorisch zu besprechen. Sunam de tam jesing panin tobnenim penjanam pamjena Genga natim palam tumpayi simpet sulendro vandro vashu Jampe bhavan chittakyam padang kanto sampo deyang deshinte Denda kunjin jesu dan lom ching gewan denda tam jedam tungo Sangye kusum nimpenchen lamdang Sheni minjun dempenchen lamdang Gendun minche dempenchen lamchin Chitang owa man lamdum pasho Ich möchte euch noch wissen lassen, dass es überhaupt keinen Mehrwert hat, diese Rezitationen auf Tibetisch zu machen. Das ist pure Nostalgie bei mir. Ja, das ist einfach nur, weil mich das mit meinem Lehrer verbindet. Ja? Und mit den vielen Malen, wo wir zusammen praktiziert haben, diese Unterweisungen geteilt haben. Ich suche gerade noch etwas, was ich mit euch teilen möchte. Kleinen Moment, muss das mal schließen und wieder öffnen. So, da wären wir. Also, wir werden auch während der Woche, wir werden auch mal auf Deutsch rezitieren, aber die Nostalgie bei mir ist halt relativ stark. Deswegen verbindet mich das mit einem Segen. Also, ich würde noch mal gebeten, die Struktur zu zeigen. Ne? Heute ist Samstag und wir machen bis nächsten Samstag. Und das endet am nächsten Samstag um 12 Uhr. Das sind zwar 8 Tage, aber da es 2 halbe Tage dabei sind, sind 7 volle Tage. Und wir machen täglich von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr. Und das ist für uns natürlich klasse. Da haben wir eine große Mittagspause. Und in der Zeit könnt ihr eure Spaziergänge machen, die für den nötigen Ausgleich für den Körper sorgen. Das ist bei so einer Online-Veranstaltung einfach nicht so leicht. Ne? Bin ich nicht geübt drin, jetzt mit euch da den Körper einzubeziehen. Und ihr seid ja auch dafür da, dass wir einfach diese Meditation miteinander teilen. Und das wird ungefähr so weitergehen, wie wir das heute erlebt haben. Es wird vorwiegend geführte Meditation und Kontemplation geben und zwischendurch immer so die gerade notwendigen Erklärungen, sodass wir wissen, wo wir uns im Buch bewegen, aber der Fokus ist auf der praktischen Anwendung, aber der Fokus ist nicht auf das eigentlich notwendige, ständige Wiederholen von dem, was wir da machen. Also, jede dieser Übungen,
die müsste eigentlich hunderte von Malen wiederholt werden. Und das müsst ihr selber machen. Ja? Das ist im Laufe des Jahres, da pickt ihr euch einzelne der Übungen raus, die euch inspiriert haben, und die wiederholt ihr, bis ihr ganz vertraut werdet damit. Das ist der einzige Vorteil, den ich euch gegenüber habe. Ich habe Zeit gehabt in meinem Leben, das alles zu praktizieren und auf immer wieder zu wiederholen. Deswegen ist mir das so vertraut. Und ihr müsst selber schauen, welche dieser Übungen ihr machen könnt, in eurem Alltag unterbringen könnt. Am besten, ihr nehmt das, was euch inspiriert. Ich habe damals unter Genjen Rinpoche einfach alles gemacht, weil als möchtegern Bodhisattva habe ich gedacht, es ist gut, wenn ich alles lerne, dann hat das später vielleicht einen Nutzen für andere, und das bewährt sich jetzt viele Jahre später. Ich habe jetzt gerade im Screensharing hier die Spendenseite, also hinten auf der Ankündigung war ja das mit dem Spenden. Das haltet ihr so, wie ihr könnt und möchtet. Es ist alles auf Spendenbasis und ihr findet das ja in den allgemeinen Ankündigungen von Ekayana. So, das wäre es für heute. Kurzen Blick mal zu Felix. Gibt es irgendwie etwas? Nein, dann verabschiede ich mich. Morgen um 9 Uhr sehen wir uns weiter, sehen wir uns wieder. Und ich freue mich schon drauf. Ich bin mit euch im Retreat. Ich setze sozusagen, nachdem ich hier so 4 Tage Pause hatte zwischen meinem 3-Wochen-Retreat in Indien, habe ich jetzt voll Stoff mich um einige Dinge gekümmert und gehe jetzt mit euch wieder ins Retreat. Und da freue ich mich riesig. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich freue mich vor allen Dingen, euch zu sehen. Macht doch nochmal alle eure Kameras an. Das finde ich nämlich, da muss ich mir die Brille aufsetzen. Das ist wunderschön. Ja, da sind tatsächlich einige dabei, die auch im Beatenberg unterwegs waren. Das ist doch toll. Ganz, ganz cool, dass ihr den Weg... Jemand möchte etwas sagen, ja? Du kannst mal laut stellen, darf ruhig gesagt werden. Ja, wer möchte was sagen? Stellt euch ruhig laut. Vielleicht musst du eine Erlaubnis geben oder ich muss das machen. Nee, es geht so. Geht so? Ja. Wer spricht denn da gerade? Cornelia. Ah, Cornelia. Dann, was möchtest du gerade sagen? Ich wollte nur sagen, es geht so. Es geht so. Und Dankeschön. Okay, gut. Wer möchte noch was sagen? Morgen gibt es dann auch Fragen und Antworten. Heute war noch nicht so viel Zeit dafür. Gibt es noch irgendwelche Kommentare von eurer Seite aus? Wenn keiner das Wort ergreift, dann bis morgen. Morgen gibt es ein bisschen mehr Austausch. Tschüsschen miteinander. Macht's gut. Ja.